Hi, hallo und herzlich willkommen. Ja, hier bei meinem Stream geht's jetzt weiter mit Danganronpa, Trigger Happy Havoc. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß und starte jetzt erstmal gleich das Spiel. Ich hoffe mal, dass das nicht zu laut wird. Also, auf geht's. So. Danganronpa. Komisch. Ich probier's mal so. Und jetzt. Hat nie ganz geklappt, weil die Soundkarte nicht umgestellt wurde. Also dann weiter mit dem Spiel und zwar Kapitel 1. School Life ist jetzt Nighttime. Wir haben ja jetzt zuletzt hier heißt's, wir haben zuletzt mit Sayaka das Zimmer getauscht, weil sie sich nicht sicher gefühlt hat. Denn an ihrem Zimmer hat jemand versucht, die Tür zu öffnen. Dann legen wir mal los. Diesen Spielstand laden? Ja, klar. Dann natürlich fortsetzen. Genau, da wo ich aufgehört habe, geht's weiter. Dann schauen wir mal. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die Mädchen alle Badezimmer mit Schlösser. Und deshalb zögere ich jetzt hier reinzugehen. Oh, was ist hier los? Nicht bei der... Mal sehen. Was steht hier? Ah, hier gibt es wieder was zu finden. Mülleimer, gibt es da was drin? Okay, die DVD. Die DVD, die jeder als Kopie bekommen hat. Natürlich in seiner persönlichen Version, mit seinen persönlichen Bezugspersonen dazu. Okay, sie hat also auch noch ein Nähset, wie auch beschrieben. Und wie die Notiz, ja, die Nachricht auch erzählt hat.
Naja. Gut, also das Nachtprogramm, beziehungsweise ja, der Pausenfüller für die Nacht. Sagt mal wieder, dass jedes Land, egal wie viel Freiheit es hat, auch bestimmte Regeln hat. So then, let's everyone do our best to follow these new guidelines and live happily ever after together! Ja. Ach ja, jetzt geht's wieder los. Guten Morgen alle zusammen. Good morning, everyone! It is now 7 a.m. and nighttime is officially over. Time to rise and shine! Ja, Get ready to greet another beautiful day! bester Sprecher überhaupt, finde ich. Immer noch. Ah ja, ab heute wird ja jetzt jeden Morgen mit allen zusammen gefrühstückt. Also geht's jetzt in den Speisesaal. Auch vollautomatisch diesmal. Und ein paar sind auch schon da. Moment. Geht das vielleicht ein bisschen? Ja, doch. Das geht dann auch. Kaum zu glauben, Kyotaku war der Erste. Hey, Makoto. Chihiro und Aoi und Tina sind auch schon da. Und Sakura auch. Ja klar. Warum auch nicht? Bin ich also der Fünfte im Bunde. Yo, Sorry. Ah, well, hello. Ja, genau. Die Leute sind ein bisschen ja, entspannter drauf. Das stimmt. Indeed. Scheint so, als wäre ich zu spät. Naja, ist ja gut. Ja. my bad, my bad. What's your problem? Yo, Ja, da fehlen immer noch ein paar. Sayaka und Byakuya fehlen noch. what? Yo,
Naja, ich weiß schon, was da los ist. Was mit ihr wahrscheinlich passiert ist. Ja. Und nein, sie hat das nicht vergessen. However, Ja, jetzt muss ich erstmal schauen, wo sie ist. Ja, an einem Ort, wo sie eigentlich sicher gewesen sein sollte. Und sieht auch schon aus wie ein Schlachtfeld. Das ist das Schwert aus der Scheide gezogen, genau. Ja, ich guck trotzdem erstmal überall. Sollte man vielleicht auch irgendwo notieren, hä? Ach so, ja, ich muss ja wahrscheinlich erstmal wirklich auf Nummer sicher gehen, dass da auch wirklich was passiert ist. Hier sind ein paar Kratzer an der Wand. Und schätze ich mal, sie ist dort im Bad. Dann lass uns mal nachsehen. Und zwar im Badezimmer. Und. Yep. Ja, es ist alles halt schön pink, aber so ist das. Dann. Alles schwarz vor Augen geworden. Gut. Vor Schreck umgekippt. So, jetzt haben sie mich anscheinend gefunden und schauen mich an. Oder in meine Richtung. Okay, wir sind ohnmächtig geworden und Hiro hat uns in die Turnhalle getragen. Okay. Was passiert? Ach so, ja. Na klar. Ja, das war wahr. Just give up. Ja. Unwiederbringlich tot. Ja, What? ist halt schade, aber... Es war halt so zu erwarten. Gut, dass wir da noch... ja, es mag makaber klingen, aber gut, dass wir da vorher noch ein bisschen Zeit mit ihr verbracht haben, um die Akte zu vervollständigen. Sehr makaber, aber ja. Ah, genau.
Und alle sind geschockt. Calm down. Also warum? Ach, Monokuma hat uns alle hergerufen. Gut. So, Genau, wir sind die Gefangenen von Monokuma oder halt dem Strippenzieher, der da dahinter steht. correct. Und Opfer bringen sollten wir jetzt auch nicht, wenn wir nicht hören, also... Ja. Die ist halt immer so ruhig. Bleibt ruhig. Bei allem, was hier los ist. Wie es scheint. Wrong! Hey, Ah, okay. Also, solange keiner die Schulregeln verletzt, wird auch Monokuma nie eingreifen. Zumindest sagt er das. listen up! But... Come on! Ja, da hat er wohl recht. Der sie getötet hat, ist einer von uns. Auch wenn es keiner wahrhaben will. What? Yahoo! Ja, so würde ich es jetzt nicht ausdrücken, weil wahrscheinlich hatte das andere Gründe, warum sie getötet wurde. Also ich kenne die Story, aber ich werde jetzt nicht zu viel verraten. Hoffe ich. Well... Wrong! Ja, jetzt sind sie erstmal alle verwirrt und gucken sich gegenseitig an. Uh, Ja, What wahrscheinlich. is this? Ja, irgendjemand hat jemand anders getötet. Gekillt, ja. Ist erstaunlich, wozu manche fähig sind. Just hold on. Stop talking. Das ist genug, genau.
Genau, also wenn jemand sie wirklich getötet hat, dann wird derjenige den Abschluss aus der Schule, den Anführungszeichen Abschluss der Schule schaffen. Huh? Come on. Genau, was er gesagt hat. Genau da ist jetzt der Haken. What? Ja, weil... Genau. Hey, come on now. Übermäßig naiv, genau. Das fängt ja gerade erst mal an, ne? Now then. Genau. Ja. Die Abschlussprozedur quasi. Den zweiten Teil der besagten Regel. Then perhaps Genau, wenn die anderen nicht rausfinden können, wer der Mörder ist. Genau das sagt's aus. Und deshalb müssen ja die anderen erstmal eine Chance bekommen, den Mörder zu finden. In other words, Yahoo! Und das ist dann der Class Trial. Genau, und dann wird es eine riesengroße Debatte als Showdown. During the trial, you'll have to present your arguments about who you think the blackened is. And once everything comes to an end, the outcome will be decided by popular vote. Ja, bei einem bei einer Mehrheitsabstimmung. If the answer you've arrived at is correct, only the one that disturbed your peace will be punished. The rest may continue their communal life. However, if you choose poorly, then the one who got away with murder will survive, and the rest of you will receive your punishment. Yep. Which of course means your school life will come to an end. So ist es. As far as class trial rules go, that's all there is to it. Well... Einfach zu sagen, wenn der Mörder damit davonkommt, dann werden auch die restlichen Leute da, die restlichen Schüler mit hingerichtet. What? What? Ja, so ist das. Execution is execution. Execution!
Electric chair. Bzz, bzz, poison gas. Torn apart like a paper plane in a hurricane. Ach ja, die Reime, die sind sehr schön. Sehr schön bildlich. Er hat's erfasst. Yeah. Well done. Naja, der erste ist relativ einfach. Uh-huh. Eine neue Regel ist zu den ins Regelmenü reingekommen. Oder wurde hinzugefügt. Hey, warte mal. The hell are you talking about? Huh? What the? What's this? Stop it! Ach ja, stimmt. Jetzt weigert sie sich. What? The hell are you talking about? Shut the hell up! I don't believe it! Stop it! Ja, ich zittere schon vor Angst. Shing! Oh. Are you enjoying yourself now? Are you? Huh? Violence Nope, against that's- Headmaster Monokuma is not allowed. You violated a school regulation. I invoke the mighty summon spell. Help to me, godly spear, Gunyear. Ja. Mm, die hat halt wohl gedacht, dass ihr nichts passiert. This wasn't supposed to. Ja. Daran hat sie jetzt nicht gedacht. Why me? No way! Was zum... Ja, gut. Es wurde angekündigt und... Wir haben gesagt, er hat gesagt, das wird nicht toleriert, also... Die anderen drehen natürlich wieder fast voll durch. Well now. Now you see just how serious I am. Mhm. Ja, leider. Defy me and you get shot full of holes, exploded, buried alive, disintegrated, etc.
So, if you don't want that to happen to you, you'd best obey those school regulations. Genau, jetzt hat die ein paar Sperre im Körper. Naja. Gleich kann ich ermitteln. Hey, Ja, ist halt auch nicht anders als die unausweichliche Katastrophe der menschlichen Rasse. Der Menschheit. Naja, allgemein. Why? Ich habe mir es anders überlegt. Ja. Ich bringe sie doch lieber um, dann macht sie nicht mehr, dann macht sie keinen Schaden mehr. I knew it. say what? Was? Du wolltest die ganze Zeit töten. Ganze Zeit töten? Sei doch nicht albern, du kannst Zeit nicht töten. Ja. Ein bisschen den Zusammenhang verdreht, aber okay. Ja, in dem Fall reicht's ja sogar, dass du die Betonung leicht änderst. Damn it! Well now. Ach ja, jetzt kommt noch eine kleine Hilfe. Und zwar The Monokuma-File. It's the Monokuma file! Yeah. Es ist quasi so eine Art Obduktionsbericht bzw. Lagerreport, was passiert sein könnte. Oder was passiert ist, aber nur ganz grob, wenn man halt genug Hinweise hat. Genau, die Umstände und die Ursache des Todes. Ja, wie kann er das nur wissen? Natürlich wegen der Überwachungskameras. Wie sonst. So then, Genau, und Monokuma, beziehungsweise der Hintermann dazu oder die Hinterfrau, weiß alles, was da nun vorgefallen ist. Zumindest wenn es in der Kamera stattfand.
Correct. Well, Ja, im Prinzip ist er ja kein echter Richter, es ist nur ein Schiedsrichter, um zu entscheiden. Hier, sie liegen richtig oder sie liegen falsch. So, geht's nochmal los? Das ist das Nächste. Hey, What? in other words, What the heck? Ja, jeder, der sich nicht anpassen will oder der sich nicht anpassen kann, wird sterben. War eine Vorwarnung, genau. Also ziemlich. War aber halt zu erwarten. Tja. That's terrible! just a second. Genau, jetzt müssen wir den Mörder enttarnen und dann können wir erstmal weiterleben. Of course. What the heck? Ja, klar. Na dann. So, gab es ja noch was zu finden? Ja, kein Puls. Naja. Er wäre geschockt gewesen, wenn sie die Attacke überlebt hätte. Na gut. What? Let me out of here! Und der hat gleich mal wieder einen Nervenzusammenbruch. Boah. Ja. Ist, glaube ich, einer der instabilsten hier in der ganzen Gruppe. What's your problem? Da ist Toko sogar noch halbwegs normal gegen.
So, was kann ich jetzt noch machen? Was haben wir denn jetzt gekriegt? Oh ja, die Regulations. Nochmal gucken. Ach. Okay, Regel 7 ist jetzt zur Regel 10 geworden. Truth Bullets ist noch nichts da. Normalerweise hätten wir hier dann auch das Monokuma-File mit drin. Kann ich denn schon dahin? Nee, geht noch nicht. Also muss ich erstmal mit den Leuten reden. Hey, Hey, Okay, da gibt es dann ein paar Wachleute. Also ein paar passen auf, dass keiner die Beweise fälscht, beziehungsweise versteckt oder vernichtet. Ach ja. Eignen sich natürlich besonders Leute dazu, wenn sie zu faul sind, selber nachzudenken oder so. Ja, passt schon. what? Brauchst halt noch eine zweite Person, die den anderen überwacht. Immer zwei Stop Personen, talking. die mit aufpassen. Ja. Ja, ganz richtig. Also alleine niemals. So then. But Okay. So, geht's los. anyway, So, was sagt Byakuya? just a second. Gibt's noch was wir diskutieren müssen? Mhm. Let me out of here! Ja gut, die Heulsuse. So, jetzt noch Chihiro. what should I do? Weiß auch nicht, was zu tun ist. Sakura. Mondo. Huh? Don't fuck with me. Ja. Anyway, Ja, was denn nun? Ich muss jetzt jeden ansprechen. Celeste? Oh, What the crap? Ach, die hat gerade durch das Monokuma-File geblättert. Ein bisschen ungewöhnlich, ja. Genau, in meinem Dormroom. Ja, und direkt bin ich unter Verdacht.
Jetzt wollen sie natürlich alle beweisen, dass ich das war. What the heck? Natürlich glaubt mir am Anfang erstmal keiner. So then, Ganz genau, wir brauchen erstmal Hinweise für alles. so Actually, goodbye. Goodbye. Yo. Hey, damn it. You're fucking dead. Aha. so, Klein. anyway, Ach, wir wissen also schon, wer sie getötet hat. Ich glaube nicht. this is very suspicious. Also ich weiß, wer es war, aber sie? Das glaube ich ihr nicht. So, Sie kann also kein Blut sehen. Und dann will sie irgendwie rausfinden, wer nun der echte Täter ist. Ja, klar. Oh, yeah? Ja, die sind halt jetzt alle, die verdächtigen jetzt alle mich. Also Makoto Naigi. Und das könnte es unter Umständen schwerer machen. Ja, ich denke mal, dass... Execution is execution. Execution! Hi, hallo! Herzlich willkommen.
Ja, da hast du gerade... Da hast du richtig gesehen. Electric chair. Bzz, bzz, poison gas. Torn apart like a paper plane in a hurricane. Ja, die Ermittlungen zum Tod von Sayaka beginnen gerade. Und natürlich mit einem wunderschönen Gedicht von Monokuma. Yep, aber bitte nichts verraten. So, erst einmal das Monokuma-File. Ja, Todesursache, ja, der Stich in den Bauch mit dem Messer, oder? Und an ihrem Handgelenk hat sie auch noch was. Ja. Ja, das eitert ganz schlecht raus, vor allem wenn man dann, ja, wenn man es nicht überlebt. So. Tooth Bullets. So, jetzt können wir erstmal hier woanders hin. Dann die Karte. Yokos Room, Makotos Room. Komme ich da noch nicht hin? Muss ich selber hinlaufen? Na gut. Dann laufe ich halt hin. Ja, gut. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das stimmt. Ach, okay, der geht alleine hin. Dead by Daylight, ja. So, jetzt schauen wir uns erst einmal das Schwert an. Und jetzt kann man es erst als Beweismittel aufbewahren. So, dann hier. Der Roller. Genau, die Schlüssel haben sie auch getauscht. Weil sie könnte den Schlüssel schon mal nicht verloren haben. Das ist wohl wahr.
Dann haben wir hier Kratzspuren auf dem Boden und die Schwertscheide da hinten. Wait. Huh. Well. Ein optimaler Mordschauplatz, genau. Man hört halt rundherum nur was, wenn man im gleichen Raum ist. Alles ist soundproof, kann man sagen. So, genau, die Schwertscheide wird hoffentlich aufgenommen. Und da war noch was. Ich glaube, den hat man auch noch. Auch schon. Well. Ja, das hatten wir schon. Dann hat man hier noch was. Als Beweis, dass auch mein Zimmer war. Wobei das ja schon im Monokomma-Pfeil steht. Yo. What? 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 By the way. Notizbuch, sagt das irgendwas noch? Tisch. Ach, das ist schon wieder das gleiche. Well. So, hier ist nichts mehr. Ich kann ihn mal Sakura befragen. Hey. By the way. Ja, kann ja sein, ja. Das war. Der Mörder könnte schon was mitgenommen haben, bevor die Leiche entdeckt wurde. You son of a bitch! Shit. You're fucking dead. Yo. What are you doing? Isn't it obvious? No, not really. I'm searching. Searching? Ja, es ist doch teilweise ein bisschen sauber. Ja. Did you lose a contact or something? Listen,
Bist du ein Putzteufel? Gute Frage. I see. Hey, Ja, was sehr ungewöhnlich ist hier. so... Indeed. Und noch nicht mal Haare. Also weder Blut noch Haare hier in dem Zimmer. I see. Hat jemand den Raum gereinigt? Aha. Ja, gereinigt. Zumindest Sachen weg. Sachen verschwinden lassen damit. Well, Aber so alleine hat das ja noch nicht wirklich viel Wert. Ja, das Blut sehen wir jetzt hier. Wieder das Schockbild von vorhin. Also wie das aussieht, steht da schon, wer es war. Es war nämlich 11.037. So, kann ich noch hingucken? Genau, in der Nacht kannst du nicht duschen. Da oben ist da noch was? Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Schreib's in einem Taschenrechner und dreh's rum. Also in so einem ganz alten, mit so einer 7-Segment Optik. Dort hat sie das Schwert abgekriegt. Und das ist der Schreibfinger. Kommen wir noch mal hin. Hat man schon gut. Also es ist einfach nur alles gleich.
kann ich hinklicken, wo ich will, wie es scheint. Genau, das hatte ich. Duschkopf geht auch nicht. Wirklich nur der Körper und sonst nichts. Gut, was haben wir denn jetzt hier noch? Wenn ich alles gefunden habe, ruft er ja eh nochmal. Die Schwertreplik in Gold, also vergoldet. Dann hier die Schwertscheide, die eigentlich die ganze Zeit am Schwert dran war und das Schwert beherbergt hat. Dann das Toolkit auch noch. Sayakas Handgelenk und. 1:30 Uhr. Gut, also raus hier. Hier raus. It would seem. So. Ja, das sieht eher so aus, als ob der Mörder dort versucht hat, was wegzuwischen. Oder irgendjemand anders. Damit es nicht so einfach wird. Hey. Whew. So, konnte ich jetzt hier noch mal was machen? Dort war jetzt nichts mehr. Hier mal raus. Ach, jetzt muss ich doch noch mal mit ihr reden. It would seem. Was sagt sie denn da noch dazu? Right. So. Genau. Mit der linken Hand hat es geschrieben. Mit dem Rücken zur Wand. Das ist ja klar, dass du dann hier... dass du es dann Kopf überschreibst. Well. Makoto. Makoto. What? Yep, die Tür, die klemmt manchmal. Kein anderer weiß es bis jetzt. Correct. That's right. Ja, der ist ein bisschen schief, hä? Hat da jemand versucht, das Ding abzuschrauben?
Ja, das ist, glaube ich, aber ein Stilmittel. Das muss so sein. Kann ich jetzt raus? Ach, ich muss immer noch mit dir reden. So then. Ja, es ist alles halt nur so provisorisch mehr oder weniger zusammengebaut. Was willst du da groß rein interpretieren? Ach. Aber es sieht schon lustig aus, dass das alles so schief ist. Das stimmt. So windschief. It would seem... Ah. Du brauchst nicht unbedingt einen Schraubendreher, um das lose zu schrauben, aber es wird einfacher mit sowas. Ja, das stimmt. Wobei ich das auch schon in Studentenwohnheimen so gesehen habe. Nicht so schief, aber durchaus alles grau und ja, so neutral. Doch schon. Oh, da sind die Decken auch ein bisschen höher gewesen. So... Dort hatten sie es, glaube ich, eher so noch um... Da hat das dann noch ein bisschen so gewirkt, als wären da ein bisschen die Bereiche abgegrenzt, aber es war halt trotzdem, ja, es war halt ähnlich. Tja, gute Frage. Denk mal so, dass alle von den Leuten da hier bequem durchgehen können. Ja, das sowieso. Just a second. Also es sieht wirklich nicht aus, als wäre es irgendwie als Zimmer geplant gewesen. Da hast du recht. Hmm? I see. Was sagt uns das? Derjenige, der sie angegriffen hat, hat
nicht gewusst, dass er in einem Zimmer, im Zimmer von Makoto war. Und hat gedacht, er müsste das Schloss abschrauben. Goodbye. Dabei hatte die Tür gar kein Schloss. So, war das jetzt alles oder konnte ich jetzt noch mal in die Küche gehen oder so? Ach nee, im Medienraum konnte ich, glaube ich, auch. Aber erstmal in die Küche. Weil da müsste ja jetzt irgendwo ein Messer fehlen, schätze ich. Ja, sieht schon so aus. So, sonst noch irgendwas? Nix, da ist nichts. Gibt's hier noch was zu finden? So wie eine Münze oder so? Wohl nicht. Hier ist Gemüse. Und wieder eine Münze. Sieht aus wie Fleisch und... Ist das Wagyu? Weil das so marmoriert ist dort rechts? Wer weiß. Nur das Beste. Nur das Teuerste. So, erstmal raus. Yeah, totally. Gut, sie hat's auch gemerkt. That's right. Well... Wahrscheinlich ist das so, ja. Deshalb ist auch der Speisesaal quasi off limit. Okay. Hinas Aussage kommt noch mit dazu. Cause, I mean... Ich glaube immer noch daran, dass... Oh. Naja, raus hier. So, wo können wir denn jetzt noch hin? Jetzt noch hier hin? Schon gesehen. Hier ist noch ein Schulbadanzug. Naja. Hatten wir auch schon gesehen. Also ist ja nichts. Hier war der Müllraum. Vielleicht kann man hier was sehen. In Toiletten gehe ich mal eher weniger von aus. Hat man hier irgendwas? Monokuma appears!
yours! No, no, you can't go any further! Okay, nur die Person, die Reinigungsdienst ist, kann hier rein. Okay. No, no, you can't go any further! No, no, you can't go any further! No, no, you can't go any further! Das Ding ist also ein komplett automatischer Monokuma. Ja, gut. Wie ein Puff. So könnte man es auch sehen, ja. Ich glaube, das sollte dann doch ein bisschen anders wirken, vielleicht ein bisschen bedrohlich oder so. Naja, Reinigungspersonal jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber jemanden, der von den Schülern dafür verantwortlich erklärt wird, beziehungsweise vom Schulleiter, wie heißt's, die Aufgabe kriegt, als Schüler den Müll dort zu entsorgen. Gibt's ja garantiert. Gibt's ja an vielen Schulen dort, in Japan zumindest. Die machen das alles selber noch. Kann ich nicht ran? Das wurde hier jetzt nicht direkt gesagt, ist aber zumindest in den gängigen Anime immer, wie heißt's, Teil des Schulalltags. Und wurde bereits auch schon, also zumindest habe ich das in der Schule über, na, wenn wir mal wieder Videos angeschaut hatten, da haben wir meistens so Dokumentation geschaut. Also es ist durchaus möglich, dass das hier auch gibt. Bloß so ganz sicher bin ich mir jetzt hier auch nicht. So, kann ja noch mal hier reingehen. Wie? Okay, ich kann da nicht rein. Gut. Gehe ich noch mal in das. Ach ja, genau, das Schild. Das hat mehr oder weniger den Grund, dass die Schüler das mehr schätzen lernen, dass es sauber ist. So, kann ich das jetzt mitnehmen? Mach mal hin. Wo könnte ich denn jetzt noch hingehen?
Ich habe die Nummern. Kann ich vielleicht jetzt... Machen wir die in den Medienraum. So, jetzt sehen wir Sayakas Video. Irgendwie passt das Tor gar nicht in die Schule. Nur um zwei Gebäudeteile zu trennen. Sayaka Mizono, the ultimate pop sensation, lead singer for a world-famous all-girl pop band. For these girls, the glowing spotlight only made them that much more beautiful. But then... This ultra-successful team suddenly fell apart. None of them will ever perform on stage again. None of them will ever feel the warmth of the spotlight. For Sayaka, there's simply nowhere for her to return to. So here's the billion-dollar question. What, oh what, could have caused the group to go to pieces? Also, das wäre Sayakas Motiv. Ja. Puh. Könnte ich jetzt noch sammeln? Ja, die sind auch so mehr oder weniger surreal. Ganz merkwürdig, das Zeug. Aber wieder ein bisschen übertrieben, wie auch das ganze Spiel hier, beziehungsweise die ganze Story. So, hier war das. So, jetzt kann ich gar nicht mehr nah ran. Na gut. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Drin brauche ich eigentlich auch nichts. Puh, halt, nee, falsch rum. Hier komme ich noch nicht lang. Von F2. Ach so, das Transkript plus. Wo kann ich noch hin? Bin ich gerade...
hier hin. Vielleicht gibt es hier noch einen Tipp. Huh? Gut, hier hilft mir gerade nichts, wie es scheint. Habe ich auch schon gesehen. Hier ist nichts. Dann frage ich mal Taka. Er ist ja immer der pflichtbewussteste. Listen to me! Okay. Also hier ist es. Den Reinigungsdienst quasi festlegen. Oder den Leuten die Leute dafür einteilen. That's wrong! Okay, Hifumi hat sich freiwillig gemeldet, oder wie? Count on it! Got it! Okay. Genau, das ist er. Finde ich ihn? Eins B. Dann noch eins. Dachte hier. Brauche ich nicht nochmal hin. Guck nochmal zum AV-Room. Moment. Eigentlich sollte da nichts mehr sein. Ich hab's ja angeschaut. Nö, nichts mehr. Gut, dann suche ich nochmal Hifumi. Da war Toko. Nächste. Das sind die anderen beiden, Chihiro und... Ja. Leg ich dahin. Hier in der Gegend nicht. Irgendeiner. Sehen, was der erste sagen. Okay. Gut. Er hat sich also darum beworben. Oder freiwillig gemeldet, natürlich. Here we go! Natürlich. Genau, er kann uns nämlich den Raum theoretisch öffnen. Very strange.
So, in other words, so that's it. Ganz genau. Der Müllbeauftragte ist quasi, hat freien Zugang zu dem Raum und kann die Beweise schön zerstören, wenn er das möchte. Hey, listen! Hey, you bastard! Jetzt ist er natürlich auch noch verdächtig, weil er sich freiwillig gemeldet hat. Oh, You... Is it, like... Natürlich ist das auch eine gute Theorie, aber there's ob no das so way ist? to think about this in a common sense kind of way. Ja, der steht halt nur hauptsächlich auf 2D-Figuren. You know what I mean. Completely unforgivable! ...2D und PVC-Figuren. Aha. Give me a break. What? Mm-hmm. Ja, Triggered That Flag ist natürlich wieder so eine Redewendung, die halt aus den, sagen wir mal, aus einer Art Simulationsspielen kommt, in denen man halt quasi sich mit anderen Leuten anfreunden kann. Meistens sind das ja, also sehr häufig sind das in den Spielen dann weibliche Personen. Und ab und zu sind das so Art, ja, sagen wir mal, Spiele, wo man dann halt eine Beziehung mit den Charakteren eingehen kann. So, was für eine Beziehung ist dann halt auch abhängig von den Antworten, die man gibt. You got it! So, dann schauen wir mal nach. Ach ja, endlich da drin. Da, 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 da. Ja, die Charaktere da sind äußerst Mr. Naegi! bemerkenswert. Without a doubt.
glaubt auch, dass Makoto der Mörder ist. Naja. So, hier liegt was. Ja, das ist ein Ärmel. Oder sowas Ähnliches. Ja, es sieht nach Ärmel aus, ja. Ein Ärmel von einem Hemd. Oder kein ganzer Ärmel, ein Stück Ärmel. Vorne die Manschette. Der Manschettenteil. Der Rest ist halt anscheinend verbrannt. Dann hier eine Glaskugel. Is this perhaps... Und hier die Referenz zu Dragon Ball. So, was haben wir hier? Genau, das ist der Knopf. Der Knopf, und um den Ofen zu starten. Um die Verbrennungsanlage zu starten. Tja, das ist einfach nur genau. Die Müllverbrennungsanlage. Jede Schule oder einige Schulen haben welche. Nicht in Deutschland, aber in Fernost wahrscheinlich. Yes, indeed. Ja, man muss auch nicht jeden Müll verbrennen. Also, es gibt schon die Möglichkeit, einiges zu wieder zu verwerten. Also, ich meine, das wird hierzulande wahrscheinlich eh nicht durchgeführt, sondern eher im Ausland, aber ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Wie ich das jetzt verstanden habe. Ist der Brennofen hier eingeschaltet
Und das letzte Mal, als Hifumi hier war, war er aus. Also ist inzwischen jemand hergekommen und hat ihn eingeschaltet. Ohne Schlüssel, aber wahrscheinlich mit der Kristallkugel. I feel as if... Ja, das ist so eine Sache. Most Woanders. suspicious. Wahrscheinlich war bis vor kurzem war das wahrscheinlich noch um einiges günstiger, weil die Ölpreise ja sowieso vor kurzem erst etwas angestiegen sind. Und ist sowieso, je mehr Müll du hast, je mehr du hast, umso billiger ist das. Der Transport. Ja, inzwischen sind sie ja schon wieder ein bisschen zurückgegangen. Also auch bevor hier dieses Paket beschlossen war. Completely unforgivable. Also zumindest die Preise an den Tankstellen sind zumindest etwas zurückgegangen. Von 2,34 auf 2,16 ist schon... Also... Über 2 Euro ist zu teuer, klar, aber... Ja, manchen ist es nicht teuer genug. Ach ja, das war vor 2 Jahren. In Wien war es auch so in der Preislage. War ein bisschen günstiger als 1,40. Oder was? Ja. Ja, doch. Ach nee, vor 4 Jahren. Vor 2 Jahren war ich ja gar nicht. That's it. I'm sure of it. So, dann muss ich mal jemanden zur Rede stellen. Ja, in Wien haben sie mich angeguckt, als ich gesagt habe, das war ja günstig. Ach ja. Ach, die schöne Kristallkugel. Ja, wer Sprit tanken muss, der
muss halt auch mit den höheren Preisen irgendwie zurechtkommen. Ich meine, wenn sich's irgendwann nicht mehr lohnt, dann sucht man sich dann halt was anderes. Aber wenn es dann halt nicht möglich ist, eine Alternative zu finden als als Transportmittel, weil zum Beispiel irgendwas fehlt. Also zum Beispiel eine Anbindung fehlt oder halt du kommst halt nicht an den Kredit, um dir das Fahrzeug, um dir ein alternatives Fahrzeug zu kaufen, das eventuell auch 600 Kilometer, wenn du es brauchst, halt zurücklegen kann mit einer Füllung. Dann musst du halt mit den teuren Preisen zurechtkommen. Naja, aber ärgern bringt eh nichts. What the heck? Genau, da macht man sich nur selber Stress. What? Oha, dort hat sich einer mit einer Kristallkugel über den Tisch ziehen lassen. Heh. Um... Um... Gott, so teuer war das Ding. Die gesamten Ersparnisse aus 2 Jahren, wie heißt es, Hellsehen. Ei. Ei, 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 ei. Eine Million. Oh, ich habe alles gefunden. Alle Hinweise. Sehr schön. I'm getting tired of waiting. What say we just get started, It's time for the long-awaited class trial! Now then, allow me to appoint a proper location for the proceedings. Please go through the red door on the first floor of the school. See you soon! Immer dieses cheerful Getue. Der ist einfach nur genial. Yo! Listen to me!
Ganz genau. Und ich muss sie vom Gegenteil überzeugen. Und dann auch noch rausfinden, wer es war. Ja, ist jetzt nicht so schwer mit der Hilfe von Sayaka. Is everyone here? Okay then. Please board the elevator in front of you, which will transport you to the courtroom, where all your fates will be decided. I'll meet you all down there. I'll be waiting. Ich warte schon, ja. Ach, machen wir einfach direkt los, würde ich sagen. Well then. Yes, indeed. Hey. Makoto. Aber jetzt die ganze Zeit mit Sprachausgabe, das ist sehr schön. Also zumindest wenn es ordentlich nach der PS Vita Variante oder der PlayStation 4 Variante wie heißt's? Wenn es ordentlich geportet wurde. Und ab nach unten. Oh, Ach. Endlich alle da. Shit. Well now. Yahoo! Tja. Natürlich speichere ich das. So, Skills kann ich natürlich auch festlegen. So, was habe ich jetzt alles? Beweise eines Kampfes, eine Schwertreplik, dann die Scheide dazu, dann genau Erklärung des Zimmertauschs, das Toolkit. Das Zimmer war ja sauber. Das Handgelenk. Die Botschaft. Türrahmen.
der Türknauf. Die Namensschildchen. Das Küchenmesserset. Die Aussage von Ina. Der Mülldienst. Der Verbrennungsofen. Ja. Dann Shirtpiece und die Kristallkugel. Naja. Dann mal sehen. Fertig. Let's begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. If you can figure out who done it, then only they will receive punishment. But if you pick the wrong one, then I'll punish everyone besides the blackened, and the one that deceived everyone else will graduate. And the killer really is one of us, right? Of course! Okay then. Everyone, close your eyes. And whoever did it, raise your hand. Als ob das jemals klappen würde. Don't be a goddamn idiot. Why the hell would they raise their hand? Wieso sollte jemand, der es getan hat, die Hand erheben? Nur um sich zu melden, dass er es getan hat. Before we move on and start the trial, can I ask a question real quick? What's going on with those pictures? I'd feel awful if they got left out just because they died. Friendship penetrates even death's barrier. Friendship penetrates? Ja. Okay, but what about that other empty seat? There were only 15 of us to begin with, so why are there 16 seats? Oh, no reason. It's just that our little courtroom here can technically fit up to 16 people. Okay, that about does it for the preamble. Get ready to get started. First up is the case summary. Now, let the class trial begin! Jetzt brauche ich sowieso noch ein bisschen Hilfe bei der Steuerung, weil... Na, die ist ja definitiv ein bisschen unterschiedlich zu den Konsolenspielen. Mit dem linken Mausknopf kann ich das Zeug abschießen, gut. Aha, hier gibt's bloß das eine. Gut. I assert that the one who was murdered was Miss Sayaka Maizono. Yeah, we know that part already. And the murder took place in Makoto's room. In the bathroom. So it seems most likely that the killer must have taken her by surprise while she was in the bathroom. She didn't even have a chance to resist. Das kann hier sein. No, that's wrong. Wenn sie keine Chance zur Gegenwehr gehabt hätte, dann wären da keine Kampfspuren.
With the way things had been damaged, I think we can definitely assume there was a struggle. A struggle? Between who and who? Between Sayaka and the killer, of course. So you're saying Sayaka wasn't caught by surprise in the bathroom? She must have been attacked in the main room first. Then, she ran to the bathroom to try and hide. Wäre möglich, ja. The killer followed her in, and that's where they finished the job. That much should have been obvious after taking one look at the scene. It shouldn't even need explaining. Sorry. Okay, so what's next? Next is the subject of the murder weapon. Wow, this is starting to sound like a real trial. Die Waffe. Das Küchenmesser. Natürlich. Gibt's So nur what eine, was naja. used to kill her? There was some kind of sharp object thrust into her stomach. Without a doubt, that is the murder weapon. So the killer used some random knife they had on him. No, that's wrong! Ja, es war nicht zufällig das Messer, was I er do dabei think it hatte. was a knife, but not just any knife. I'm almost positive it was a kitchen knife. Random heißt einfach nur irgendeins. Huh? A kitchen knife? Genau, und das fehlt. After the murder, we discovered that one of the knives from the kitchen was missing. Which means that knife must be the murder weapon. Oh, yeah. I guess that makes sense. You could sort of see the weapon sticking out of her stomach. And if you look real close, I could totally see that being a kitchen knife. Okay, so the murder weapon was a kitchen knife, but where does that get us? I mean, we all know Makoto killed her, right? That's right. Makoto's room was the scene of the crime. What more proof do you need? Ja, du brauchst halt nicht mehr Beweise, wenn du sterben willst. Hold on a second. Let's draw our conclusions after we've presented our arguments. Otherwise, what's the point of the trial? Well, we can talk all we want. It's not going to change that conclusion. I don't think that's true at all. I'm sure if we keep at it, something new will reveal itself. You really believe that? Leertaste, okay. Das ist lustig, wie das hier die Systembezeichnung nimmt. Na dann. Okay, viel Glück und hab Spaß, sagt er. Okay, bis gleich. So, was sagt's? So
Ach, hier kann ich nochmal reingucken. Genau. So, was hat sie gesagt? Weil sie, als sie im Speisesaal war. Okay. Und sie meint, ich wäre nicht da gewesen. Gut. But where does that get us? Makoto must have taken it from the kitchen, right? He did it in secret when nobody was in the dining room. No, that's wrong. Okay, wait. Hold on. I didn't take the knife from the kitchen. Next, you're gonna say you're not the killer, right? Yeah. Go ahead and say it all you want. Well, what if I have a witness? What do you think, Hina? Huh? Remember what you were telling me earlier? Genau. Als sie Tee gemacht hat, war das Messer noch da. In der letzten Nacht. Am letzten Abend. Nicht Nacht. Just to be perfectly clear, the knife disappeared while you were in the dining hall, correct? Yeah, that's right. And at any point while you were there, did you ever see me come into the dining hall? Wohl nicht. No, I don't think so. You don't think so? No, he definitely wasn't there. The knife disappeared while Hina was in the dining hall, but I wasn't there the entire time. Ich war die ganze Zeit nicht dort. In other words, there's no way I could have taken the knife. Wenn man es so sieht, ist das richtig. Okay, then what about this? What if the idiot swimmer girl and Makoto are in on it together, and lying to protect each other? Idiot swimmer girl? Ach, nee. Die dämliche Schwimmerin. Oh, and more importantly, why would I get involved in something like that? Die Schwimmer-Idiotin, wie ist es? Speaking of which, I'd like to ask the bear, if there is an accomplice, do they also become blackened? So you ask, and so I shall answer. Each murder is allowed to have an accomplice, but only the one who does the killing will get to graduate. Also, der Komplize hat nichts... dem Komplizen hilft's nichts, wenn er den anderen deckt. So in other words, two people can work together, but one of them has no chance of profiting from it. Then there's no way anyone would work together, right? But what if they did work together, and they just didn't know about the rule? Good grief! Enough already! No, okay? There are no accomplices in this case! Sehr schön. Gut zu wissen. Oops! Did I say that out loud? Hab ich das laut gesagt? Sehr schön. Anyway, I didn't go to the dining hall, and I didn't take the knife. So I'm not the killer. Oh, Nachbruch, Batterie. Ach, das ist mein Headset. Gut. Hoch. Sagen.
Da ist er. Okay, so then, who did take the knife? Ja, wer hat's wohl Hina genommen? seems the obvious candidate. After all, she just said she was in the dining hall. No way! I swear it wasn't me! Sure, but can you or anyone else prove that? I can. That's right. Sakura was with me the entire time I was drinking my tea. I hate to have to ask, but just to be sure, Sakura's... Me. Right. Ja. But then, couldn't either one of them have grabbed the knife? Actually, no. Because, well... Just spit it out already. I stayed in Hina's room last night. I got so scared thanks to those creepy videos. I wasn't really thinking, I just asked her to stay over. Which means we have airtight alibis. You stayed over? Doesn't that violate one of the school regulations? Nicht so wirklich. Man sollte halt nur im Wohnheim bleiben. We're not allowed to sleep anywhere but the dorms, but it doesn't say we have to stay in our assigned room. So, I don't think that's a problem. It is a problem! A boy and a girl spending the night together? It's unwholesome! Wo sind denn das, hä? Der hat wohl was nicht mitgekriegt. But I'm a girl. Ja. You are? Oh my gosh, I'm so sorry! Ich meine, okay, es kann auch es können auch männliche Personen hier Sakura heißen, aber war nicht eigentlich von Anfang an klar, dass das... Naja. But if it wasn't either of you, then what other possibility is there? Actually, there is one other possibility. Right, Hina? Oh, yeah, that's true! One other person did come to the dining hall while we were there. Why didn't you say so in the first place? Well, because... they're not here anymore. Ja. Jemand, der nicht mehr hier ist, er ist wahrscheinlich eine Person, die durchgekreuzt ist. Heißt, Sayaka. She's the one who came to the dining hall. And then later, she wound up dead. Ja, es gibt nur eine Person, die das gemacht haben könnte. Sayaka is the one who took the knife? That's the only possibility. And thinking back on it, she was acting kind of unusual. When she came into the dining hall, she didn't even look at us. She just went straight to the kitchen. Ja. As she left, she said she just wanted a drink of water. But most likely... And the person who took the knife was the victim herself! I'm sure she just took it for self-defense. So you're saying the knife she took was then taken from her, and she was killed with it? In that case, you may not have taken the knife, but you still could have killed her. What? See? He did do it after all! No, you're wrong! So, that's how you would twist the argument and send us all off in the wrong direction? You possess a most terrifying talent. Hold on. It's still too early to decide conclusively that Makoto is the killer, wouldn't you say?
Because you see, if the room did belong to the killer, then they did something most bewildering. And until we unravel that little mystery, you simply can't declare that he's the killer. Bewildering? What the hell are you talking about? Something was missing from the scene of the crime that by all rights should have been there. You know what I'm talking about, don't you? Stimmt, sie hat ja vorhin was gesucht. Und zwar halt alles sauber. Und diese komische Rolle. Also ich schätze mal, das Ding wird wahrscheinlich irgendwie klebrig gewesen sein und nimmt dann halt irgendwelche Flusen auf und so, wenn man es halt irgendwo drüber rollt. Irgendwas, das an der... Na, wie heißt's? Am Tatort hätte es... also was am Tatort fehlt. Joa. Komm, mal. Now I understand. Feuer mit 2 Buchstaben. That's right. There wasn't a single hair on the floor. So, the culprit removed some evidence? Yes. And if I were the culprit, why would I need to get rid of all the hair in my own room? It wouldn't be unusual at all to find my hair at the crime scene if the crime scene is in my room. The reason all the hair was gone was to remove any trace that Sayaka had ever been there. That makes sense, does it not? No. If that were the case, they would have had to do something about the body itself, not just her hair. Ganz genau. Ha ha ha! Yes, very true, very true! Okay, then why wasn't there any hair on the ground? The killer got rid of it all, of course, to remove any trace that they had ever been there. Wait, then that means... Precisely. It's simply beyond reason to believe that the room's owner and the killer are one and the same. Then Makoto isn't the culprit? Ja, wieso? Wieso soll doch? Are you sure we can decide something so important based solely on the absence of some hair? No. There are other reasons that prove why Makoto couldn't have done it. I would like to hear these reasons. Ja, was ganz Offensichtliches. Do you remember anything remarkable about the bathroom at the scene? Sayaka was attacked in the main room first, then fled into the bathroom, right? Yeah, then they ran after her, got into the bathroom, and stabbed her. And how did the killer get into the bathroom? Did they have any trouble with it? What do you mean? It's fairly certain that the killer had some trouble getting into the bathroom. There was clear evidence left behind. Do you remember, Makoto? Yep. Genau. So, was haben wir hier? Nein, nicht der Doorframe, sondern der... Das hat er kaputt gemacht. I got it! Evidence that the killer had trouble getting into the bathroom. You're talking about the doorknob, right? Ganz genau. Huh? The doorknob? What doorknob?
The doorknob for my bathroom. It was completely broken. See how the top part was unscrewed? And the doorknob's about ready to fall off? Oh yeah, true. But what does it mean? In trying to bypass the lock, they ended up nearly removing the entire doorknob. This is another most bewildering act for the room's owner. It proves Makoto is beyond suspicion. Genau, er wusste nämlich, dass die Tür klemmt. So what? You're saying he wouldn't break the door in his own room? But if the only choice you have is to break it, you break it. There's nothing bewildering about it. You still don't see? Okay then. Let's take another look at how the incident unfolded. Hopefully that will help you understand. So, ich hoffe doch, jetzt kommt... Ja, klar. So. Da haben wir jetzt mehr als noch eine. Ne, immer noch Bathroom Door Frame. Gut. The incident took place in Makoto's room. Sayaka was first attacked in the main room. Ja, das stimmt. She then fled into the bathroom. Then the killer ran after her. And they got into the bathroom. At that point, the killer had to try and bust down the door. Because Ja, Sayaka had locked it. das stimmt nicht. No, that's wrong! The reason my bathroom didn't open wasn't because it was locked. After all, the girls' rooms are the only ones with walking bathrooms, right? Yes, now that you mention it, that is true. Then why didn't your bathroom door open? Because it was stuck. Huh? What are you talking about? My bathroom door doesn't fit in the frame quite right. Monokuma over there can testify to that. Yep, true as true can be. So wahr, wie es nur sein kann. Yep. But you know, you're supposed to be the ultimate lucky student, right? But to have such a cruddy door. Ist vielleicht der größte Glücksfall, den er haben kann. That's not lucky at all. Oder vielleicht genau... Vielleicht eben doch. So the reason the door didn't open was just because it was stuck. But the killer didn't know that and assumed it was locked. So they tore apart the doorknob to get in. Okay, but then why would the killer even think the door was locked in the first place? Everyone should have known you can't lock any of the boys' bathrooms. Ja, das konnte er ja nicht wissen, dass das nicht ein... dass das ein Jungenzimmer war. Wenn sie die Tafeln, die Namenstafeln auch vertauscht hat, woher soll er das wissen, der Täter? The killer could easily make that mistake, thanks to one important detail about the scene of the crime. I got it! The killer must not have realized that it was my room. No.
What? Are you saying the culprit didn't even know where he was? That's inconceivable! Na, ist das so verwunderlich? And yet, he's absolutely right. Say what? Well, to be more specific, what the killer didn't know was that Makoto and Sayaka had switched rooms, which is what led to the misunderstanding about the bathroom. If Sayaka had been in her own room, then there would have been a lock on the door, and they would have had to break through! Genau. So they had no idea how unnecessary their actions were. Ultimately, we can't know if it came open by force or simply by accident. But the killer must have been considerably confused, with no idea how they actually got the door opened. Regardless, it was a pointless act. Wasting time trying to break down a door that wasn't locked is... Definitely something I wouldn't do, since I would have known exactly why it wasn't opening, right? That is a definite possibility. So the killer would have to be someone who didn't know they'd switched rooms? Then Makoto couldn't have done it. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit versucht zu sagen. Okay, then who did do it? I'm sorry, but I give up! Quit without saving! Ich höre auf, ohne zu speichern. Mhm. But what happens if we can't decide on who we think did it? Well, why don't we just vote right now? Majority rules! Majority rules? You really think that's a good idea? Yeah, our necks are on the line here. Someone seriously needs to do something. For serious. Does no one have any other thoughts or questions? It does not matter how trivial they may seem. Oh, as a matter of fact, I do have one question. Oh, you... Das ist ja begeistert. Sehr begeistert. You don't gotta sound so disappointed. It's fine, it's fine. Just ask your question. Oh yeah. Okay, so, well, I was just wondering, how did the culprit get into Makoto's room in the first place? Yes. How did the killer get inside? Maybe Sayaka just dropped the key somewhere and the culprit picked it up. That's possible, right? Ich glaube nicht. I don't think so. That seems way too convenient. Then, maybe someone picked the lock? Nee, ist nicht möglich. Negative! If you remember, Monokuma made it quite clear that the locks are all unpickable. Das sollte man eigentlich mal den Lockpicking Lawyer fragen, aber das ist ja kein echtes Schloss, also wahrscheinlich nicht. Fine. How about this? The killer got in the easy way. They could have knocked and said they wanted to talk or something, and Ms. Maizono just let him in. No, that can't be it either. Oh! Trying to argue against me? Sounds like someone doesn't know his place. Hello? Why exactly can't that be it? I got it! Huh? Because Sayaka was already scared, remember? That's why she asked me to switch rooms in the first place.
Knowing what she'd been through, I just can't believe she would have opened the door for anyone. What if her being scared was a lie? Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Huh? Ich glaube, sie können da ein bisschen schauspielern. What the hell is that supposed to mean? Why would she lie about something like that? I know you don't want to consider it, but look at this and tell me. Can you still deny the possibility? I found a notepad during my search, and I shaded in the top sheet with a pencil. And these are the words that appeared. Oh man! I've totally seen people do that on detective shows. When you write, it can leave an imprint. Sketch over the next sheet of paper, and you can see the words. Ja. Hat sie wohl zu doll aufgedrückt, ne? When I saw that, I was like, holy crap! I better make sure I rip the paper out before I use it from now on. It's a pretty old-fashioned technique, but even the classics can be surprisingly useful sometimes. Oh, and I should also mention, I found the notepad on the desk in Makoto's room. Huh? Which means only someone who had been in Makoto's room before the incident could have written it. Then either it was Makoto who lived there, or Sayaka who switched rooms for a single night. So, Makoto, did you write this? No, I didn't. But... Of course you didn't, because the note also bears a perfectly legible signature. Sayaka's signature. But why? Why would she write that? The note was likely her way of getting in touch with a certain someone. She must have slid it under their door to let them know she wanted to meet with them in secret. If you got an invitation like that from the ultimate pop sensation, what young man could resist? Of course, I'm only into 2D, so it wouldn't have any effect on me. Ja, tu nur so heldenhaft. But can we be sure anyone even got this note? And honestly, even if they did, I do not think they are at all involved in what happened. Huh? What makes you say that? Would you like to hear what I have to say? Very well then, pay attention. Ja, die Namensschildchen. Sayaka and Makoto switched rooms, correct? But in the note, the place they were asked to come to, it specifically says, my room. I see. So if someone read that note, then they would have gone to Sayaka's room. Exactly. The room that Makoto... Ja, aber die Namenstafeln waren da vertauscht. The nameplates on my and Sayaka's rooms got switched. They got switched? That's right. The nameplates got switched, just like the rooms themselves. As a result, the nameplate on Sayaka's room actually had Makoto's name. And the nameplate on Makoto's room had Sayaka's. So what you're saying is, the room Sayaka was staying in was actually marked as her room. So war's also. Musste der Täter, also der Mörder, davon ausgehen, dass er in Sayakas Zimmer war und dass das Badezimmer ein Schloss hat. Ist eigentlich, also der Täter hat
selber keinen Fehler gemacht. Then, if someone did do what the note said, they would end up at Makoto's room where Sayaka was. Der Täter wurde einfach nur reingelegt. Plus, their rooms are right Bewusst next oder to each other, unbewusst? so switching the nameplates would be no problem. Wahrscheinlich bewusst, weil das wurde ja erst geschrieben, als Sayaka in dem Raum übernachtet. And the one who switched the names was... Well, of course it wasn't you, right, Makoto? Right? Okay, then who did it? Wer kann denn das nun getauscht haben? I got it! Sayaka hat die Me and Notiz Sayaka were geschrieben, the only also... ones who ever knew about us switching rooms. So the only other person besides me who would even know to switch the nameplates was Sayaka. You can also infer as much from her note. Ganz genau. Sie wollte ja, dass derjenige, der oder diejenige ins richtige Zimmer geht. She specifically tells the reader to check the nameplate. Yep. She would only have written that if she knew the nameplates had been switched. But why would she switch them in the first place? She wanted someone to come to the room she was in, and also hide the fact that it was Makoto's room. What? Inviting someone to your room, but not telling them you'd switched rooms. Why would anyone do that? To understand that, we first need to understand what happened after she invited the person into the room. That's where the answer lies. What happened then was probably... Ja, es war wahrscheinlich... Whoever she invited over came... We figured it out! We know who did it! Whoever she invited over is the culprit! But we still don't know who it is, you goddamn idiot! Ja. Sayaka fought with her killer there in the room, yes? Perhaps the answer to our previous question lies in that initial struggle. Yes, I think you're right. Then... we just have to figure out what happened during the fight, right? Würde ich mal so sagen, ja. That reminds me. There was a replica sword at the murder scene. Was that perhaps used during the fight? Wahrscheinlich schon. Oh yeah. What's the deal with that sword? Sayaka suggested I should hold on to it. I thought it might come in handy if I had to defend myself. It seems pretty likely that the killer used it to break Sayaka's right wrist. How the hell could you possibly know that's what broke her wrist? Ja. Da war ein bisschen Gold dran, würde ich sagen. Ja, da sind Goldspuren dran. I got it! All you have to do is take a good look at her broken wrist, and it should become pretty clear. Right there where her wrist is all swollen. There's something glittery there. See? Yep. Is that gold? Das Schwert war nur vergoldet. Wahrscheinlich auch ziemlich. Ja. It sure is. Specifically, the gold coating from the replica sword. You barely have to touch that stuff, and it'll stick right to you. And there's some on her wrist because... I got it! Because she got hit with the sword! Right there on her wrist! Ja. I see. And so the truth draws ever closer. Alright, then it's about time to solve this mystery. Also, was passierte da wohl?
Was haben wir denn hier noch? Das Schwert. Genau, das habe ich ja mitgenommen. Die Goldbeschichtung löst sich leicht ab. Und das Ding wurde zerkratzt. Das hat man schon als Beweis gebracht. Und hier haben alle angegeben, dass es nicht benutzt haben. Das ist die Reinigung. Dann zeig mal, was noch kommt. Ah, ich habe mehrere Truth Bullets. Oh, eine passt. Okay. Die Q-Taste ist zum Switchen. Oder ich kann das Mausrad benutzen. Oh, sehr schön. Mhm. Okay, die Logik-Schwierigkeit ist jetzt auf gemein. Also mean. Viel Spaß. Zu Demonstrationszwecken ist die Schwierigkeit jetzt hier also ein bisschen höher. When the fighting broke out, the culprit grabbed the sword, and that's when the first blow was dealt. Das kann schon nicht sein. Sword-based sneak attack. No, that's wrong. Kann nicht sein. Das Ding hat einen Kratzer. Actually, no. I don't think the fight started with the sword. Why not? Because the sword's sheath had been scratched. See? There's a gash in it. Like someone cut into it with something sharp. Something sharp? You mean like the kitchen knife? That was the only sharp thing found at the scene. Stop jumping ahead! Slow down and explain it so I get what the hell's going on. If the sword was used first, there wouldn't be any explanation for the scratch on the sheath. Das stimmt. Dann wäre nämlich das Schwert selber ein bisschen mehr lediert. If you were going to attack with the sword, you'd take it out of the sheath first, right? That's true. With the sheath on, it'd be heavy and bulky and useless as shit. Okay, so how did the sheath get damaged? If they got attacked with the kitchen knife, maybe they grabbed the sword as a defensive impulse. In that situation, there wouldn't be any time to actually unsheath the sword. So you're saying the sword was initially used to defend against an attack from the knife? Which means whoever had the kitchen knife was the one who attacked first. Ja, und wer wird das wohl gewesen sein? I think I get it! So here's how it all played out. The culprit came in, found the kitchen knife hidden there somewhere. Then they took the knife and attacked Sayaka before she knew what was happening. Falsch. So she grabbed the sword to defend herself, but then the culprit took that from her too. Bisschen sehr weit hergeholt. Then, after they broke her wrist with the sword, they took the knife and finished it. Sorry, but I don't think Sayaka used the sword to defend herself. What? How the hell can you not think that? Because she never held the sword at all.
There's a certain part of her body that makes this clear. Ja, die Handflächen natürlich. You're talking about her palms, right? Ja, aber dann auch bisschen mehr mit Gold. The palms of her hands were perfectly clean, so I don't think she ever picked up the sword. How can you know that just by looking at her palms? Like I said before, the gold coating on that sword comes right off. All you have to do is touch it. Ganz genau. In fact, if you look, you'll notice that a lot of the gold has already come off the handle. It's safe to assume that's because whoever used the sword got some of it on their hands. There's really no way she could have picked it up and come away completely clean. Maybe she washed her hands after she escaped into the bathroom. Ja, du bist in Panik und wäscht erstmal die Hände. Wer kennt's nicht? Sorry, but I don't think so. Why do you say that? Is it because you think I'm ugly? Was hat das eine mit dem anderen zu tun, ey? No, that's not it at all. Ja, also in der Nacht war das Wasser abgeschaltet. I got it! According to the Monokuma file, Sayaka's time of death was around 1:30 a.m. In other words, at nighttime. And the water in the bathroom shuts off at nighttime, right? Ja, man kann auch nicht mal duschen oder sowas. Oder sich ein Glas Wasser nehmen. Oh, I didn't know that. Actually, I haven't taken a shower here yet. Oh my. Was? You're no different. You smell like a big fat ugly donkey. Hmm? I'm not sure whether to take that as an insult or a compliment. An insult, obviously. So anyway, if Sayaka never touched the sword, then that means the killer is the only one who used the sword. But hold on. If that's right, then the one who damaged the sheath with the kitchen knife was... Ja, wer sollte das wohl gewesen sein? Natürlich Sayaka. I got it! Sayaka? Die hat sich das Messer geholt. Knife? But we already said that the attack started with... Mit dem Messer. The person with the knife attacked first, and the sword was used as an impromptu defense. Then the one who attacked first was... Sayaka. Sayaka? Die wollte halt unbedingt da raus. Wir haben ja das Video gesehen. Now do you understand? She wasn't a blameless victim in this. No, far from it. It's almost as if she'd been planning to commit a murder of her own. Und sie wollte eigentlich Makoto dafür, frame. She took the knife from the kitchen, then invited the culprit to the room she was staying in. And if it's true that she had the kitchen knife and attacked without provocation... Indeed. These are all the actions of an assailant. Which brings up another point. Makoto, Sayaka was the one who suggested you two switch rooms, correct? Yeah. Maybe the reason she wanted to switch rooms was so that she could pin the crime on you. That is a possibility, is it not? Genau, so sieht's aus. Sayaka wanted to... on me? Ja. That would also explain why she would switch the nameplates. She wanted to get whoever she had targeted to come to Makoto's room where she was staying. And by committing the murder there, instead of her room, that would implicate Makoto.
But for that to work, the target had to be lured out while still keeping the room swap a secret. If the target knew she had switched rooms, they would have become suspicious right away. So all that's why she switched the names? But doesn't that plan seem a little risky? For one thing, even if her plan worked, Mr. Naegi would just tell everyone they'd switched rooms. Ja, aber man sieht ja, wie sie einem geglaubt haben. I don't know. I'm not sure our soft-hearted Makoto is capable of that kind of cutthroat behavior. I'm sure Sayaka realized the same thing, which is why out of all of us, she asked him to switch rooms. Plus, she was the ultimate pop sensation. A totally forgettable kid. Or a national superstar. Who are you more likely to believe? Ja. Wait, then you're saying she had this all planned out? Möglicherweise. Holy shit! But in the end, her plan backfired. She launched her attack with the knife, then found herself under attack in turn. That must be when her wrist got broken, and she was forced to drop the knife. The tables were suddenly turned on her, and she died at the hands of the one she'd planned to murder. Just hold on! That can't be true! Glaubt er immer noch nicht. Ah, ja. Was soll man nur mit ihm machen? Because... Hab ich. Hey! You guys have totally derailed the argument! Ja. You're being super boring right now. Come on, hurry up and decide who did it! Wouldn't it be awful if I had to punish you all just because you ran out of time? Ja, ich hab noch so viel Zeit. Oh yeah, we gotta decide who we think did it. Wer wird es wohl gewesen sein? Wird ja Makoto, sagen, right now you just need to concentrate on figuring out the answer to this mystery. die Nachricht, die sie geschrieben hat, wird es ja wohl gewesen sein. If we can't uncover who murdered Sayaka, it's over for all of us. Auch wenn es mehr oder weniger Notwehr war. Übertriebene Notwehr. It's easy just to say, hey, decide who did it. But there just aren't any more clues, right? No, that's wrong! There still might be one clue left. Sayaka's dying message. Dining, wait, what did you say? The dying message. She wrote something on the wall behind her, remember? 11037. Written in her own blood. There must... Well, before we get too far into that, I need to ask, can we really be sure that Sayaka is the one who wrote it? I got it! Her left index finger had blood on it. That could only be because she used that finger to write the message. I see. She broke her right wrist during the fight.
so she'd have to use her left hand to write. Ja. Sure, I think we can all agree Sayaka wrote it. But still... What the heck do those numbers mean? 11037? Einfach Perspektive wechseln. Hey, Chihiro. You're a computer nerd or whatever, right? You should know all about numbers and shit. No, that's not... Yes, I'm a programmer, but I don't see any kind of meaning in these numbers. Of course. It's because they're not numbers. Oh, yeah, it looks like... Huh? What? What? No, it's just look at the numbers, assuming they're not numbers. Don't these first two, 1-1, look less like two numbers and more like one letter? Ah, you're right. The connecting line is barely there, so I assumed it was 1-1, but... Es könnte genauso ein N gewesen sein. Looking at it now, you could also read it as an N. Whoa! You might have finally just said something worth a shit. Our little gray cells are really getting excited now. But even if that really is an N, N037, doesn't make any more sense than before. Rotate the image 180 degrees. Oh my god. Now I see. She wrote down the killer's name. Huh? Ah, You just shot wirklich? past the clue part and right onto who did it! So, whose name did she write? Grad. Drehen wir's rum. Here's my answer. The key to solving this mystery was simply to rotate the writing 180 degrees. If you turn the message around, it becomes the letters L-E-O-N. Ganz genau. L-E-O-N, or more accurately, Leon. What the hell are you talking about? It's just a coincidence. Kann natürlich immer noch ein falsches Framing sein, aber... So ein Zufall... It's just a bunch of random squiggles that happen to look like my name. No, it's not random at all. She wrote that message on the wall behind her as she was leaning up against it. In that position, she couldn't move to write normally, and had to write upside down, as it were. And as a result, when you look at it standing in front of her, it ends up getting flipped. Try it for yourself if you want. Write something sitting like her, and the letters will be inverted. That sounds like one hell of a stretch to me. Nee, nicht wirklich. I'm the killer? You can't just go and say shit like that. Ganz so weit hergeholt ist die Möglichkeit aber eben nicht. If you're not the killer, then why did you try to destroy the evidence? Huh? You know what I'm talking about, right, Makoto? The evidence Leon tried to get rid of? Ja, dort war was Verbranntes. Ich würde mal sagen, das Hemd. I got it! You mean the burnt shirt piece I found laying on the ground by the incinerator, right? As the killer stabbed Sayaka, they must have gotten some of her blood on them.
And to dispose of the shirt covered in the victim's blood, they threw it into the incinerator. But one piece burned off and got left behind. And the killer didn't notice. If they had, they most certainly would have panicked. Isn't that right, Leon? What? Ja. But is one scrap of fabric enough to conclude that Leon is guilty? Naja, wenn es Hifumi gewesen wäre, dann wäre das garantiert ordentlich verbrannt, weil der hatte den Schlüssel. Der hätte es nicht werfen müssen. Der hätte es einfach in die Verbrennungsanlage schmeißen können, ohne irgendwie Probleme gehabt zu haben. Yeah, I mean, Leon's not the only one wearing a white button-up. That's right! There are plenty of other people here with shirts like mine. With just that one little charred piece, there's no way you can say for sure who it belongs to. You're right. That alone isn't enough. But there are some other points that may reveal the truth. Are you finally starting to understand? The answers to all the riddles are right here. Yeah. I got it! If we look closely at how the shirt was disposed of, we should be able to figure out who the killer is. Oh yeah, that's a good point. I think I know what you're gonna say. You can't reach the incinerator without opening the gate in front of the trash room, right? And obviously, you wouldn't be able to hit the switch to turn it on either. You'd need the key to get in, and the one with the key was the person on cleaning duty. So the killer had to be whoever was in charge of taking care of the trash, right? Nicht wirklich. Interesting. Der hätte halt aber keine Nötigkeit. Es wäre nicht nötig gewesen, dort irgendwie was übrig zu lassen. The key to the trash room. Whoever was on cleaning duty must have had it, right? So the only one who could get to the incinerator was the person in charge of the trash? And you'd have to get close to the incinerator in order to do... No, that's wrong! Da lag genau vor dem Schalter Hold on. eine I Kristallkugel. think I know how someone could dispose of the evidence without using the trash room key. But if you can't get past the gate, you couldn't possibly turn on the incinerator, could you? Yes, you could. If you used this. What is it, some kind of glass ball? It's... Actually, it was supposed to be a crystal ball, but, But how would you use it? I got it! The killer simply took aim at the incinerator switch and threw the ball through a gap in the gate. All they had to do was hit that switch, and the incinerator would come to life. Someone threw a gap in the gate? Remember what you said before, Hifumi? Genau, ich dachte, es wäre aus gewesen, als es das letzte Mal dort war. Vielleicht hat das eine Fee gemacht. Hifumi had the key, so the only way the incinerator could have been turned on without his knowledge was because the killer was able to hit the switch without opening the gate. Once they got the incinerator going, all they had to do was ball up the shirt and toss it in. Hey, come on! What the hell is this?
Was soll's denn sein? All you have to do is look at the scene to know that the killer never actually went inside the trash room. The shards of broken glass, the incinerator left running, the piece of shirt that escaped the fire. If the killer had been on cleaning duty, the evidence would have been taken care of much more thoroughly. Wait, no, just hold on. But the distance from the gate to the incinerator has to be at least 30 feet, right? The pinpoint accuracy you'd need to throw a glass ball that far and hit something that small. Could someone really do that? That's right! There's no way! It'd be impossible! Difficult, absolutely. Impossible? I don't think so. Because the killer is... I got it! Because the killer is the ultimate baseball star. Isn't that right, Leon? Do you have any idea how stupid you sound right now? A target 30 feet away would surely be little challenge for the ultimate baseball star. You can't be serious. I'm not the killer! These goddamn shipper brains have got it all wrong, I'm telling you! You still won't admit it? Okay then. Makoto, go ahead and review the incident one more time to make his crime perfectly clear. And with that, we can end this. Listen to me! What the hell do you mean, end this? Say what you want, Leon. But all the questions have been answered, and the truth has been revealed. Now here's what happened. Genau, das ist jetzt passiert. Dann erzähle mal, wie funktioniert's genau? Ach ja, so, jetzt muss ich erst einmal... Also, zuerst ist er ja irgendwie ins Zimmer rein. Oder? Wir haben ihn nie allzu viel. Ich gehe mal davon aus, dass er hier... So. Der kommt ins Zimmer. Die mit ihrem Messer wartet schon drauf. Er kommt ran. Und... Genau, weicht aus. Was hat er da? Dann würde ich sagen... Wird das hier? Mal. Was? So, was haben wir jetzt? Genau, der blockt. Dann nimmt er das Schwert und trifft sie. Er trifft. Ja. Die verliert ihr Messer. Sie flüchtet ins Badezimmer. Verrammelt die Tür. Ja. Oder?
Also entweder das oder das. Ach nee, die hat's ja schon vor. Das ist ja das Bild nochmal. Nee, dann ist es das. Dann, ja, also sie flüchtet ins Bad. Haben wir jetzt hier. Genau. Er denkt, das Ding ist verschlossen. Macht den Türknauf kaputt. Kommt rein. Mit dem Messer. Sticht sie ab. Was kommt hier? Ja. Also der sticht sie ab. Sie zeichnet. Er guckt so hin. Dann macht er hier noch einen Rest. Sieht er das Ding. Macht einen Rest sauber. Dann ist er hier. Wirft. Und mal wirft er das weg. Genau. Also er wirft zuerst das Zeug dort rein. Das dahin. Nee. Nimmt er erst... Oder hat er hier irgendwo die Kugel? Ja, hat er die Kugel. Nimmt er das, macht's an. Dann... geht er... Ofen an. Macht er hier einen Knoten rein, wirft das Zeug in den Ofen. Und zum Schluss bleibt das übrig. The killer is you! I think I'd better take one more look back at the case from the beginning. Last night, the killer went to the room Sayaka was in. In other words, my room. From what we can tell, Sayaka invited that person there intending to kill them. Ganz genau. She attacked them with the knife she'd taken from the kitchen earlier. But then something happened that she wasn't prepared for. Genau. Denn das Schwert war noch immer in Makotos Zimmer. They grabbed the fake sword I put in my room and fought back. During the struggle, a strike from the sword broke Sayaka's right wrist. And that's when she lost her grip on the kitchen knife. Finding herself cornered, Sayaka panicked and ran into the bathroom. The killer went after her, but couldn't get the bathroom door open. What they didn't know was that my bathroom door got stuck easily, and there was a trick to opening it. Sayaka knew about that because I told her, but of course the killer had no way of knowing. So instead, the killer forced the door open, took the kitchen knife, and stabbed Sayaka. But with what strength she had remaining, Sayaka left a dying message. To keep the killer from noticing, she wrote it on the wall behind her. And with that, all her strength was gone. With Sayaka dead, the killer quickly began destroying the evidence. First, they took off their shirt, which was covered in their victim's blood.
Then they took the lint roller in my room and cleaned up the entire area. They wanted to make sure they got rid of any trace they'd ever been there. Afterwards, the killer headed to the trash room to destroy their bloody shirt. They tried to burn the shirt using the incinerator there. But the trash room was blocked off by an especially sturdy gate, preventing access to the incinerator. So they came up with a plan to use Hiro's crystal ball, which he'd left in the laundry room. The killer managed to throw the ball through the gap in the gate and hit the incinerator switch. For any normal person, that'd be an impossible throw, but the killer had the confidence to take a shot. And that's because the killer was the ultimate baseball star. The crystal ball, thrown with absolute precision, hit the switch on the incinerator, which then quickly roared to life. Having destroyed the final piece of evidence, they left the area with, I imagine, a sigh of relief. But there was one thing they missed. Part of the shirt they'd thrown into the fire burnt away and fell out of the incinerator. The killer didn't notice this, and so left behind a piece of indisputable evidence. Isn't that right, Leon? So, jetzt kommt noch mal It would eine appear Runde. that Hiro simply forgot his crystal ball in the laundry room. You went there to try and wash the blood out of your shirt, and that's where you saw it, right? Seeing the ball, you thought of a way to take care of everything. So, Leon, do you object to anything that's been said? Do I object? Hell yes, I object! Of course I do! I object! I object! I object! Objection. I mean, all of this is just a bunch of stupid theories! You need evidence! Where's the evidence? Without evidence, it's all bullshit! It's bullshit and I refuse to acknowledge it! Well then, I guess this is as good a time as any to present the evidence that proves you did it. Makoto, I believe you're in possession of that evidence. Bullet Time Battle. Das war jetzt im Takt bleiben und so weiter. Eieiei. Ja. Ja, der will halt nicht zuhören und macht dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja. Schießt mich dann quasi. Head-to-Head Battle. BTB oder BTW. BTW. Genau, jetzt dann muss ich die Dinger nämlich wegkriegen. Match your button pressed with the tempo marker. And reach the center. Right mouse button to lock on. And left to destroy. The tempo marker reaches the center. Deal Damage, ja. Damit kann man dann Damage austeilen. Tempo up, dann wird's schneller.
Ansonsten gibt es Tempo down. And the tempo changes, so does the timing. Mhm. Das Timing ändert sich. Oh, ich habe hier gerade die Lösung gekriegt. Das Bild. Wenn ich genug Schaden mache, dann wird das Statement von ihm erscheinen und ich kann dann schießen. Also schießen, nicht schießen. Den Final Strike machen. When the killer removed the screws from the doorknob, they didn't use anything from your room to do it. Instead, they must have used something that belonged to them. Ja, das Toolkit. Weil mein Toolkit ist noch unangetastet. I refuse to acknowledge you. You're stupid. Stupid, stupid, stupid. Und der argumentiert jetzt halt wie ein Kleinkind. Stupid, 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 stupid! Mal sehen. Where's your proof? You kidding me? Not a chance. It wasn't me. Stupid. You lie. Stop talking. Shut up. Where's your proof? You kidding me? Not a chance. Stupid. You lie. Shut up. Where's your proof? You kidding me? Not a chance. It wasn't me. Stupid. Where's your proof? This should prove it. The screws on the bathroom doorknob were removed. Ja. I wonder what kind of tool the killer used to remove them. Oh, das sind Kreuzschrauben. Kreuzschlitz. I mean, it had to be a screwdriver, right? Oh yeah, I'm pretty sure the toolkits we got each had one inside. And that must be what he used. There aren't any other tools anywhere. But the toolkit in my room had clearly never been used. That's because the culprit didn't know it was your room. They thought they were in Sayaka's room. Only the boys got toolkits, so the killer naturally assumed there wouldn't be one in there. Okay, then whose toolkit did the killer use? Stupid, stupid, stupid! It had to be their very own toolkit. Stupid, 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 stupid! Der hört nicht auf. Leon, would you mind showing us your toolkit? If I'm right about this, then the screwdriver will show some evidence of being used. Stupid, stupid, stupid! Huh? And if you say you used it for something else, you'll have to explain exactly when, where, and why. And let me say this right now. I lost it isn't an excuse at this point. Stupid. Stupid. Komplett zerstört. So, you have no rebuttal? Was will er denn jetzt noch dagegen sagen? Then it would seem we are finished here. Ach ja, jetzt sieht man ihm die Verzweiflung an. $80. Okay.
Looks like you've reached your verdict. Then are we ready to cast our votes? You all have a lever in front of you. Use it to make your selection. Oh, just to remind you all, make triple sure you vote for someone. You wouldn't want to be punished for something so minor, right? Okay, then let's get excited! Who will be chosen as the Blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? Leon hat den Jackpot gewonnen. Juhu! Genau, es war kein anderer als Leon Kuwada. Huh? Hey, hold on. You son of a bitch! I didn't have a choice. Ja. So, that's why... None of you are any different! I was just... unlucky. That's all. Hey! Come on! Ja, die traurige, aber harte Wahrheit. Ja, alles nur wegen dem Video, weil die das gesehen hat. Aber dort sahen sie jetzt auch irgendwie nur ohnmächtig aus. No matter what happens, please always be there for me. I need you on my side. Ba-bum, ba-bum. Phew! Ja.
Das ist alles deine Schuld, Monokuma. That's enough. Calm down. Genau, auszurasten wäre jetzt nicht das Richtige. Babam, babam. Yes, indeed. So, und jetzt die Punishment? Bestrafung. Ja. You mean execution? Wait a second! Also richtig, ja, sagen wir mal, sadistisch denen gegenüber. Yeah, that's it. Hier gibt's keinen Notwehrparagraphen in dem Fall. Is that okay? Hmm. Do you understand? Ja, prinzipiell hat sie recht. Er hätte einfach wieder abhauen können. So, that's why... Oh. Huh? Genau, Monokuma ist eigentlich dran schuld. Unbelievable. Hey, Es ist nichts unethischer als ja, als ein Sinn für Gerechtigkeit. Ja. Nee. Thrills, chills, kills! I'm begging you! Please, don't do this! Hey, come on now! Stop! Please! Now then, I've prepared a very special punishment! No, 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 no! Let's give it everything we've got! It's punishment time! No! Au.
Au. Ah. Autsch. Äußerst sadistisch. Extreme! Ist klar, dass die jetzt hier ein bisschen verstört sind. Also in Anführungszeichen ein bisschen. I can't take it. Well? Genau, ihr könnt ja genauso für immer hier leben. Ach ja. Ist halt so, dass die keine Geduld haben, die Leute da drin. Damn you! What the heck? Say what? Well... Hey, Ja, eine Meile auf eine Waage zu packen. Ist nicht möglich. Shit. Naja. Ah, jetzt sind sie zu Recht sauer. Und geschockt und ja. Und erst recht verzweifelt. What does this mean? Hey. Thrills, chills, kills! Das ist, worauf jeder hier wartet, hat er gesagt. Hey.
Genau. Man soll ja ein bisschen was für später aufbewahren. Damit sie noch verzweifelter werden, die Leute hier. Naja. Damit ist das Kapitel erledigt. Just a second. Makoto. Ja, dann erzähl mal. Listen. It's true. Ja, sie hätte ja auch lassen können und nichts schreiben. Dann wäre Makoto jetzt nicht mehr hier dabei. Da wäre jetzt alles schon vorbei. However, so Aber vielleicht dachte sie auch, na, wenn sie nicht hier rauskommt, dann soll ihr Mörder dann auch nicht rauskommen. So ganz genau werden wir das nicht unbedingt erfahren. Also wie sie sich verhalten hat, könnte alles ein Schauspiel gewesen sein, es könnte aber auch teilweise echt gewesen sein. certainly. Anyway, right. Correct. Genau. Ja. Er sucht sich lieber die schwere Route aus. Er will sie in Erinnerung behalten. Ist eigentlich richtig, ja, ist halt ein nice guy. Hey,
Jetzt macht der den Witz. What? Kapitel 1. Überleben. Jetzt haben wir bloß noch 12 Überlebende. Fortsetzung folgt. One is the loneliest number. Dann packen wir das hier oben hin. So, und jetzt würde ich einfach mal sagen, mit Abschluss des Kapitels machen wir erstmal Schluss für heute. Morgen geht's dann weiter. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Ja, gute Nacht und bis morgen.